Heute geht es um Schwammnadeln, die wir beim Präparieren der Jura-Korallen aus den letzten Videos quasi als Beifang mit freigelegt haben und die man ziemlich leicht übersehen kann, wenn man nicht genauer hinguckt. Und ich glaube, ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich euch sage, dass wir hier auf echte kleine Kunstwerke stoßen werden. Nachdem wir in den letzten Folgen einige Korallen des oberen Jura der östlichen Schwäbischen Alb mit Essigsäure aus dem Kalkstein rausgelöst haben, möchte ich heute mal nachsehen, was sich da noch so in der Schale mit den Rückständen befindet. In der Schale sind nämlich nicht nur Tonrückstände, sondern auch massenweise kleinste Versteinerungen zu finden. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. In diesem Rückstand steckt eine ganze Welt von Kleinfossilien. Das hier sind Moostierchen. Und hier erkennt man auch eine kleine Schnecke. Außerdem gibt es rundliche und nadelförmige Gebilde. Das sind Schwammnadeln. Sie bilden das innere Stützgerüst der Schwämme und kommen in vielen unterschiedlichen Formen vor. Jede Schwammart besitzt ihre eigenen Nadeltypen und im Jurameer gab es davon eine große Vielfalt. Um zu verstehen, wo die Schwammnadeln herkommen, gucken wir uns den Aufbau eines Schwamms mal genauer an. Vorab vielleicht noch so viel. Die Schwämme gehören zu den ältesten bekannten Tierformen der Erde und leben schon seit über 600 Millionen Jahren in den Ozeanen. Der Homo sapiens hat bisher gerade mal so 300.000 Jahre geschafft. Eine gewisse Demut vor den Schwämmen ist also nicht fehl am Platz. Hier habe ich mal den Querschnitt von einem Schwamm skizziert. Auf den ersten Blick ziemlich unscheinbar, doch das täuscht. Das hier ist das Gewebe des Schwamms, also der lebende Teil. Der Schwamm besitzt zwar keine Organe, keine Muskeln und keine Nerven, aber spezialisierte Zellen arbeiten hier perfekt zusammen. Damit dieses weiche Gewebe den Strömungen im Meer standhalten kann, ist es mit unzähligen winzigen Nadeln durchsetzt. Sie bilden ein inneres Gerüst und können locker verbunden oder miteinander verwachsen sein. Diese Schwammnadeln bestehen aus biologisch gebildetem Opal, also einer wasserhaltigen, nicht kristallinen Form von Siliziumoxid. Chemisch ist das dem Quarz sehr ähnlich, nur ohne die typische Kristallstruktur. Typisch für einen Schwamm sind auch die vielen feinen Poren und Kanäle, die den Schwamm von außen nach innen durchziehen. Durch die strömt Wasser in das Innere und verlässt den Schwamm oben wieder durch die zentrale Öffnung. Dabei wird das Wasser durch die Poren von winzigen Geißelzellen bewegt, die mit rhythmisch schlagenden Härchen einen stetigen Wassertransport erzeugen. Jetzt gibt es im Meer unzählige Kleinstlebewesen, von denen jeder sicher schon mal gehört hat, das sogenannte Plankton. Dieses Plankton wird vom Schwamm mit dem Wasser in die Kanäle eingesaugt, im Inneren rausgefiltert und vom Schwamm als Nahrung aufgenommen. Somit funktioniert der Schwamm wie ein natürliches Filtersystem. Er nimmt nährstoffreiches Wasser auf, filtert daraus alles Brauchbare und gibt das saubere Wasser nach oben wieder ab. Um die verschiedenen Schwammnadeln noch besser sehen zu können, habe ich diese mal in ein Rasterelektronenmikroskop gelegt. Das kann man aber nicht einfach so machen, man muss die Schwammnadeln dazu erst mal vorbereiten. Denn ein Rasterelektronenmikroskop funktioniert ja nicht wie ein Lichtmikroskop mit Licht, sondern mit einem Elektronenstrahl, der das Objekt zeilenförmig abrastert und daraus ein Bild erzeugt. Deshalb klebe ich die Fossilien zunächst auf einen Objektträger. Damit wir auch ein scharfes Bild kriegen, fehlt noch ein letzter Schritt. Wir müssen die Schwammnadeln elektrisch leitfähig machen. Das macht man mit einem speziellen Apparat, der die Schwammnadeln mit einer hauchdünnen Goldschicht überzieht. Sieht hübsch aus, gell? Die einfachste Form von Schwammnadeln ist diese längliche, glatte Form, die man massenhaft finden kann. Man nennt diese Art auch Amphioxen. Der Begriff Amphiox kommt aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie beidseitig spitz. Viele Bezeichnungen von Schwammnadeln haben was mit deren Form zu tun. Als nächstes sehen wir uns Schwammnadeln an, die ich persönlich sehr ästhetisch finde. Sie tragen den wissenschaftlichen Namen Krikostyle, also griechisch Krikos, der Ring, und Style, die Stabform. Dass Schwammnadeln nicht immer nadelförmig sein müssen, zeigt dieses Exemplar eines Wachskörperchens.
Auch diese waren im Schwamm gleichmäßig verteilt und haben ihn gestützt. Und sie haben wohl auch manchen Fisch davon abgehalten, den Schwamm zu verspeisen. Jetzt kommen wir zu einer sehr skurrilen Schwammform, den sogenannten Triänen. Die bestehen in der Regel aus einem Schaft und einem Kopfteil, von dem aus 3 oder seltener auch 4 Strahlen abgehen. Der Schaft ragt vermutlich nach innen ins Schwammgewebe rein und die Strahlen schützen die Außenhaut. So ergibt sich ein stabiles, aber flexibles Stützgerüst. Auf manchen Aufnahmen, wie beispielsweise hier, kann man einen zentralen Kanal erkennen, der sich im Inneren der Nadeln befindet. In diesem befanden sich die Zellen, die die Schwammnadeln von innen nach außen aufgebaut haben. Bei dieser Form hier könnte man denken, ein großer deutscher Automobilkonzern hätte sich davon inspirieren lassen. Meist findet man nur die isolierten Nadeln, da die Schwämme nach ihrem Tod zerfallen. Da Weichteile von Schwämmen selten erhalten sind, ist eine genaue Zuordnung zu einer Schwammart ziemlich schwierig, insbesondere deshalb, weil sich viele Schwammnadeln stark in Form und Größe ähneln. Hier noch eine Aufnahme einer Schwammnadel, die zu den Hexaktinen gehört. Das sind 6-strahlige Schwammnadeln, bei denen 3 Achsen in einem gemeinsamen Zentrum senkrecht zueinander stehen. Die bauen im Inneren des Schwamms ein netzartiges Gerüst auf. Und hier noch eine abgewandelte Form einer Hexaktine, die aussieht wie ein Schiffsanker. Eine letzte Gruppe loser Schwammnadeln habe ich noch für euch. Das sind die sogenannten Anomoklone. Sie haben sehr ausgefallene Formen und an den Enden sowas Ähnliches wie Gelenke, mit denen sie an benachbarte Schwammnadeln andocken. Somit waren die Schwammnadeln stabil miteinander verbunden und trotzdem flexibel. Dass es auch Schwämme mit fester, dreidimensionaler Struktur gab, zeigt diese Aufnahme hier. Hier sind die Schwammnadeln quasi miteinander verwachsen. Das Skelett war somit nicht mehr flexibel. Zum Abschluss hier noch ein kleiner Schwamm, der in seiner Form noch sehr gut erhalten ist. Bedenkt man sein Alter von 145 Millionen Jahren. Vermutlich handelt es sich hierbei um einen Kalkschwamm, der durch Kalzit aufgebaut wurde und nicht um einen Kieselschwamm. Das Funktionsprinzip ist aber identisch. Die Poren, durch die das Wasser in den Schwamm einströmt, kann man noch gut sehen. Auch der Zentralkelch, aus dem das Wasser wieder herauskam, ist gut erhalten. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Professor Ulf Thewald bedanken, der mich bei der Bestimmung der Schwammnadeln mit seinem Fachwissen unterstützt hat. Er ist ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet und hat auch einige Veröffentlichungen dazu gemacht. Weitere Hinweise dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich persönlich finde diesen Mikrokosmos ja exorbitant spannend, weil man dabei in eine Welt eintaucht, die wir ja so meist nicht wahrnehmen, obwohl sie immer da ist und noch so viel Entdeckungspotenzial hat. Bis zum nächsten Mal.